Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute wieder ein Teil aus meiner Sammlung, wo ich mich richtig freue, euch das mal zu zeigen. Sieht man wirklich, ja, sehr, sehr selten, gerade hier in Deutschland. Und ich bin mächtig stolz, dass ich, ja, beide sogar habe. Denn es gab zwei Versionen. Es gibt noch mehrere Versionen, aber in Deutschland gab es nur die beiden. Damals zu kaufen bei der Firma Kettner. Und zwar 1995. 23 Jahre ist das Ganze her und auch alt, was ich hier auf dem Tisch habe. Heute zeige ich euch von der Firma MGC Modell Gun Company die Heckler & Koch P7 Gas Blowback. Ja, und MGC ist ein ganz alter Hersteller aus Japan, den gibt es schon seit zig Jahren nicht mehr. Entwickler war dort Kobayashi, besser bekannt als Tanyo Koba, der ja eigentlich das interne Gas Blowback System erfunden hat und dadurch uns allen, besonders mir, Freude bereitet hat, denn Gas Blowback ist wirklich der Hammer. Und heute zeige ich euch die Heckler & Koch P7 Gas Blowback. Gibt es so nicht mehr zu kaufen. Es gibt eine P7 von Tokyo Marui nur als Spring. Gas Blowback ist die rausgekommen, außer die hier von MGC, und ich habe beide da. Einmal die normale und einmal die Schumacher Custom, das ist sozusagen die Sport-Version. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich zeige euch erstmal überhaupt, was das Ganze hier soll und bedeutet. Tut das Ganze hier in diesem Plastikkarton. Richtig schön stabil gebaut. Haben wir hier das Heckler & Koch Logo. Unten steht P7 M13. M13 heißt, es ist die Variante mit dem doppelreihigen Magazin mit den 13 Schuss. Es gab von der Original P7 auch nochmal eine 8 Schuss Variante, eigentlich die Standardvariante. Das ist also die M13 mit dem 13 Schuss Magazin. Hier auch nochmal Heckler & Koch Oberndorf. So sieht das Ganze aus. Ja, und jetzt machen wir das mal auf und dann zeige ich euch das mal. So. Ja. Ganze sieht richtig schön ausgeräumt in diesen Hartschaum auf. Da haben wir zum einen erstmal die P7 Magazin und sogar noch das Originaltütchen mit den grünen Bibis, ein Speedloader und noch einen Reinigungsstab. Hier hinter diesem Schaumstoff befindet sich die Originalanleitung. So, ich hole das mal raus. Ja. Hier habe ich sogar noch Bibis drin. Schon alles vorbereitet für euch. Und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. So sieht die P7 aus. Das Tolle kann ich euch auch gleich dazu sagen. Ich hole noch mal das Magazin raus. Wie gesagt, das Magazin ist hier 23 Jahre alt und es ist immer noch dicht. Ja, da können sich manche Firmen wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Absolut zuverlässiges System. Ist schon gefüttert mit 0,2 Gramm Bio-Bibis. Ich schieße hier gleich mal ein bisschen rum, damit ihr sehen könnt. Von der Leistung her ziemlich schwach. Man kommt so auf 0,3 Joule mit der ganzen Geschichte. Betrieben wird die Waffe grundsätzlich nur mit 134A Gas oder 144A Gas. Denn wir wollen hier diesen Raketenboliden hier nicht zerstören. Die ganze Waffe besteht komplett aus Zinkdruckguss. Ein paar Stahlteile sind verbaut. Kunststoff, Griffschalen, ja, alles ziemlich günstig, so wie man sieht, aber halt auch genial verarbeitet. Ich halte es mal ein bisschen näher rein, guckt euch mal die Markings an, das ist alles drauf hier auf den Griffschalen, P7, M13, Heckler & Koch, alles drauf. Ja, auch das F sogar dezent hier unten angebracht, nicht so aufgebrannt, wie man das sonst kennt von den alten Dingern, richtig schön gemacht. Und hier auch nochmal die andere Seite, richtig schön. Ja, und die P7 von Heckler & Koch ist wirklich auch eine spezielle Waffe, die auch waffentechnisch super interessant ist. Ende der 70er produziert, klar, von Heckler & Koch. Bei der Bundespolizei im Einsatz, GSG 9 Feldjäger hatten sie im Einsatz, sogar, glaube ich, die bayerische Polizei hat die immer noch. Glaube ich, bin da nicht so involviert, soll jetzt aber auch alles getauscht werden in der nächsten Zeit mit der FP9. Ja, P7 immer noch im Einsatz und das Spezielle ist hier das hier, das hat man so auch noch nie gesehen. Das ist der sogenannte Spanngriff, ist auch wie so eine Art Sicherung. Die Waffe ist so, ich kann sie jetzt durchladen, im Original oder auch als Airsoft ist sie so jetzt nicht einsatzbereit. Ich kann jetzt hier nicht den Abzug drücken, der ist blockiert. Erst wenn ich mit meiner Hand die Waffe umfasse, richtig zudrücke, hört man hier auch das Knacken. Ja, jetzt ist der Spanngriff reingedrückt und jetzt ist die Waffe erst scharf. Jetzt könnte ich den Abzug drücken und ein Schuss löst sich aus.
Und das ist auch ja, beim Original und bei der Airsoft so. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier mal was vorbereitet. Und zwar gibt es hier das Programm World of Guns. Kann ich euch auch nur empfehlen. Packe ich euch noch mal einen Link rein. Habt ihr bestimmt schon öfters mal bei YouTube gesehen. Hier könnt ihr halt alles über Waffen lernen. Hier gibt es wirklich alles, was es an Waffen gibt. Könnt ihr euch hier runterladen und dann könnt ihr euch hier die Animation angucken, wie die Waffe aussieht, Funktionsweise, alles richtig gut erklärt. Ja, und ich zeige es euch gleich mal so, weil das ist wirklich ein ganz spannendes System hier mit dem Spanngriff. Und daher zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir auch hier bei diesem Nachbau jetzt hier, bei diesem virtuellen Nachbau auch den Spanngriff. So, und wenn ich den jetzt hier mal drücke, ich drücke mal jetzt hier drauf, seht ihr, geht ja auf der hinteren Seite der Schlagbolzen nach hinten. Das heißt, jetzt ist der Schlagbolzen gespannt und die Waffe ist einsatzbereit. Wenn ich jetzt den Abzug drücke, ja, könnt ihr schießen. Ich mache das mal leer. So. Und nach dem letzten Schuss bleibt wie beim Original auch der Schlitten hier hinten bei der Animation. Ich mache mal ein neues Magazin rein. So, und wenn ich jetzt noch mal den Spanngriff drücke, wird der Schlitten wieder nach vorne schnalzen und die Waffe ist einsatzbereit. Seht ihr auch an dem Schlagbolzen. Lasse ich die Waffe los, geht der Schlagbolzen wieder nach innen und die Waffe ist safe. Ich kann also die Waffe durchladen, holstern und sie ist einsatzbereit und sicher. So, jetzt gucken wir uns mal die Rückseite an. Ich habe hier mal das Schnittmodell geladen. Das ist nämlich das Tolle an dem Programm. Und hier können wir das noch mal ganz genau sehen. Wenn ich jetzt den Griff reindrücke, achtet mal auf den Schlagbolzen. Geht der nach hinten, ist auch zu erkennen hier an den Stift, der rausguckt. Ja, und jetzt kann ich schießen. Ich drücke mal drauf. Seht ihr? Kann ich hier also schießen. Letzter Schuss. Ich mache mal die Sicherung wieder rein. Kann ich den Abzug nicht betätigen. Drücke wieder rein, schieße. Perfekt. Komm, laden wir noch einmal nach. Draufdrücken, zack, ist die Kugel drin. Also eine richtig schöne Sache. Ich kann euch das Programm nur empfehlen, es macht eine Menge Spaß und man lernt wirklich eine ganze Menge über Waffen. Jetzt aber zurück zur Airsoft-Replik. Jetzt habt ihr die Funktion sozusagen kennengelernt und die ist halt auch originalgetreu nachempfunden von MGC. Ich habe jetzt hier die Magazine schon geladen. Ich setze mal meine Schutzbrille auf. So. Ich lade einmal durch. So, und jetzt schieße ich einmal drauf. Griff gespannt. Und zack. Oh. So, nach dem letzten Schuss, 15 Schuss passen da rein. So, seht ihr, bleibt der Schlitten hinten. Wir können jetzt auch mal reingucken. Auch was ganz anderes, was wir auch nicht so kennen. Das ist eine ganz alte Gas Blowback. Die hat noch ein Close-Bolt-System. Hier können wir also nicht reinschauen. Das ist wirklich ein geschlossenes System. So, drücke ich drauf, nehme ich das Magazin raus, kommt ein neues rein. Und jetzt genau das gleiche. Wenn ich jetzt den Spanngriff drücke, fährt der Schlitten nach vorne und ich kann wieder schießen. Ich drücke mal drauf. Zack. Nochmal. Zack. Also genauso wie beim Original. Absolut genial. So, und jetzt gucken wir uns mal die anderen an. Ich habe ja zwei, ne? So, das ist also die Original P7. Und jetzt habe ich, die habe ich jetzt erst vom Jahr oder vor 1,5 Jahren konnte ich die ergattern. Richtig gut und die ist wirklich in absoluten neuen Zustand. Das ist die Schuhmacher Custom. Machen wir auf. Die sieht so aus und die ist absolut vollständig, denn zu dem Tütchen ist hier sogar noch ein Flaschenöffner mit dabei mit Heckler & Koch Aufkleber. Das ist wirklich auch bei dem Originalen mit dabei gewesen. Ja, und jetzt hole ich die mal raus. Auch hier wieder mit einem Magazin. So, und die unterscheidet sich jetzt dadurch, sieht ihr sofort, das ist die Sport Edition, die hat hier noch einen verbauten Kompensator drin und ein Mikrovisier, was ihr auch einstellen könnt. Ich mache mal den Schnitt nach hinten. Ja, und die sieht wirklich absolut neuwertig aus. Funktioniert jetzt hier auch mit dem Griff viel geschmeidiger als die andere. Die ist wirklich noch gar nicht viel begrabbelt worden. Nehmen wir das Magazin raus. Guckt euch die an. Richtig schön, ne? Möchte ich euch nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Aber wie gesagt, in absoluten Sammlerzustand. Traumhaft. Ich halte jetzt nochmal die andere rein, damit ihr euch das mal angucken könnt. Irre, ne?
Toll. Auch eins meiner absoluten Lieblinge. Wie so vieles, was ich habe. Ja, das war es von mir gewesen. Bruce heute mit der Heckler & Koch P7 Gas Blowback von MGC. 25 Jahre alt. Hammer. Und immer noch genial. Bin gespannt, ob da irgendwann noch mal eine neue Gas Blowback rauskommt. Ja. Das war's von mir gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Erzählt ihr mal, was ihr von der P7 haltet. Wäre das was als Neuauflage, als Gas Blowback? Wie findet ihr dieses Modell? Wie findet ihr die Geschichte hier mit den Spanngriffen? Eine tolle Sache. Oder eher, gab ja auch so einige Unfälle mit dem Teil, wenn man sich da mal so ein bisschen beliest. Bei der Bundespolizei, wie gesagt, immer noch im Einsatz, aber glaube ich nur die 8-schüssige, ne? Die 13-schüssige ist glaube ich nicht im Einsatz. Ja, vielleicht sind ein paar Polizisten, die die P7 im Einsatz haben, vielleicht können die mal ein bisschen unten was schreiben, würde mich mal interessieren. Ja, das war es von mir gewesen. Bruce, wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Bleibt mir gesund, ja, und bis zum nächsten Mal.